ALS und was ich glaube. Georgs Podcast. Hallo liebe Freunde. August 2023, Folge 2. Vorweg, habt lieben Dank für die mutmachenden, persönlichen Rückmeldungen zum Start meines Podcasts. Sie haben mir 2 Punkte deutlich gemacht. Dass das Thema vielen ein Bedürfnis ist. Und, was mir sehr wichtig ist, dass das Besprochene nicht negativ oder gar depressiv rüberkommt, sondern eher ermunternd und tröstend. Und damit zum heutigen Thema. Was ich glaube. Thema. Wo ist Gott? Konkret? Wie können sich ernste gesundheitliche Probleme auf den persönlichen Glauben und auf die Suche nach Gott auswirken? Um die Tragweite dieser Thematik zu verdeutlichen, möchte ich, bevor ich auf meine Situation zu sprechen komme, 2 Beispiele erzählen. Diese sind zwar frei erfunden, aber sie stützen sich auf Gespräche, die meine liebe Frau und ich mit freundlichen Menschen führen durften, als wir noch mit der Botschaft der Bibel, von Haus zu Haus, unterwegs waren. Nicht selten haben uns Menschen ihre Sorgen und Nöte anvertraut. Und öfters ist durchgeklungen, oder es wurde direkt ausgesprochen, dass ihnen ihr Glaube nicht den erhofften Rückhalt gegeben hat. Das erste Beispiel nennen wir Paulina. Paulina ist nicht nur religiös aufgewachsen, ihr ist ihr Glaube immer noch wichtig. Wenn sie eine Messe ihrer Kirche besucht, versucht sie immer etwas Nützliches für sich mitzunehmen. Sie liest ab und zu in der Bibel, weil sie merkt, dass ihr das gut tut. Aber besonders nahe fühlt sie sich Gott, wenn sie draußen unterwegs ist. Die Natur vermittelt ihr eine Vorstellung von der Weisheit, der Größe und vor allem von der Liebe des Schöpfers. Stellen wir uns jetzt aber vor, Paulina erleidet einen schweren Verkehrsunfall, von dem sie bleibende Schäden davonträgt. Das macht sie verständlicherweise sehr traurig. Jemand hat zu ihr gesagt, dass Gott angeblich nur die guten Menschen prüft. Damit kann sie überhaupt nichts anfangen, sie empfindet das als ungerecht. Was ihr aber besonders fehlt, sie kann jetzt nicht mehr so unbeschwert in ihrer geliebten Natur raus. Vielleicht fühlt sie sich deshalb Gott nicht mehr so nahe. Das zweite Beispiel nenne ich Arthur. Arthur bemüht sich sehr, ein guter Familienvater zu sein. Ihm ist wichtig, dass seine Familie gut versorgt ist. Er hat einen tollen Job und auch seine Hobbys machen ihm Spaß. Arthur glaubt schon an Gott, aber er hat einfach zu wenig Zeit dafür. Neulich kam sein Sohn von der Schule heim und hatte eine knifflige Frage. Papa, warum lernen wir in Biologie die Evolution, aber in Religion hören wir, dass der liebe Gott alles gemacht hat? Arthur nimmt seinen Sohn auf den Schoß und antwortet. Weißt du, mein Junge, man muss Wissenschaft und Religion einfach voneinander trennen. Dann kommt man mit beidem ganz gut zurecht. Diese Antwort hat seinem Sohn vorerst genügt. Jetzt stellen wir uns aber vor, sein Sohn wird schwer krank. Die Ärzte geben ihr Bestes. Aber trotz ständiger Behandlungen können sie die Krankheit bestenfalls in Schach halten. Arthur ist verzweifelt und manchmal sogar wütend. Er wollte doch immer seine Familie beschützen, und jetzt das. Auf Gott ist Arthur seither weniger gut zu sprechen. Aber da hat sein Sohn wieder eine sehr spezielle Frage. Papa,
wenn mir die Wissenschaft nicht helfen kann, vielleicht kann mir aber der liebe Gott helfen. Arthur nimmt seinen Sohn ganz fest in den Arm, er weiß diesmal aber wirklich nicht, was er ihm antworten soll. Kommt dir die eine oder andere Einzelheit dieser Geschichten bekannt vor? Jetzt fragst du dich vielleicht, welche dieser Gedanken und Gefühle mich nach der ALS-Diagnose beschäftigt haben? Nun, ich habe nie geglaubt, dass Gott mich oder irgendjemand prüft, indem er ein Unglück bringt. Ich bin auch von der Schöpfung begeistert, aber mein Glaube und meine Freundschaft mit Jehova Gott hängen nicht davon ab. Ich bin auch nie zwischen Evolution und Schöpfung hin und her geschwankt. Und ich habe mir für meinen Glauben immer Zeit genommen. Aber obwohl ich diese oder andere große Hürden für den persönlichen Glauben nicht habe, war die ALS-Diagnose dennoch eine Glaubensprüfung. Warum eigentlich? Ich denke, wenn man an so einem Wendepunkt im Leben anlangt, dann hinterfragt man alles. Am meisten sich selbst. Man fragt sich, warum? Warum ich? Warum jetzt? Was habe ich falsch gemacht? Hätte ich es verhindern können? Diese Selbstzweifel können sich leicht zu Glaubenszweifeln auswachsen. Ich finde diese heutige Analyse wertvoll. So kann ich Schritt für Schritt die Dinge voneinander trennen, um letztlich die Glaubensprüfung zu bestehen und um an dem festzuhalten, was mir mein Leben lang wichtig war und mir die Kraft gibt, die ich gerade in schwierigen Zeiten so dringend brauche. Nämlich mein Glaube und meine Freundschaft mit Jehova Gott. Lektionen für mich. Ich möchte mit Menschen, die gerade Traumatisches erleben, besonders rücksichtsvoll umgehen. Gut zuhören, taktvoll nachfragen. Praktisches, persönliches Interesse zeigen ist oft mehr wert, als große Worte zu schwingen. Was ich glaube, kurz und fündig. Ich glaube absolut nicht, dass Gott Menschen durch Unglücke prüft. Selbst wenn wir unkluge Entscheidungen im Leben treffen und daraus negative Konsequenzen entstehen, so ist das auf keinen Fall eine Strafe von Gott. Finde in deiner Bibel oder mit der Suchfunktion auf jw.org folgendes Zitat aus dem Bibelbuch Jakobus. Zitat: In Prüfungen soll keiner sagen: Ich werde von Gott auf die Probe gestellt. Das ist, was ich glaube. Und was glaubst du? Im nächsten Teil möchte ich 2 Bibeltexte besprechen, die bei der Suche nach Gott eine große Hilfe sein können. Für heute sag ich Ciao und Fiati. Nachtrag zur Intuition dieser Serie. Nachdem 2017 bei Georg die Krankheit ALS diagnostiziert wurde, gingen ihm viele Fragen durch den Kopf. Damals hat er versucht, sich aufs Neue Klarheit zu verschaffen. Und er hat seine Schlussfolgerungen auf Papier gebracht. Jetzt, nach 6 Jahren der Krankheit, überzeugen Georg die gefundenen Antworten mehr denn je. Deshalb hat er den Text von damals neu überarbeitet und von seinem Sprachcomputer aufgenommen. Ausführlicher erklärt er seine Motive in der allerersten Folge dieser Serie. Georg hofft, seine Glaubenszeugnisse bereiten dir Freude und vielleicht vermitteln sie sogar Trost und Hoffnung. Lieben Dank fürs Dabeisein.